Vor kurzem hatte ich schon darüber berichtet, aber nun ist er da. Der Europastart vom BYD Atto 2 mit allen wichtigen Daten, Ausstattungen und natürlich den Preisen. Jedoch gibt es ein gravierendes Manko und das erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. BYD setzt seine europäische Expansion mit der Einführung des Atto 2 fort, einem kompakten Elektro-SUV. Dieses neue Modell, in China als Yuan bekannt, stellt BYDs 9. Angebot auf dem europäischen Markt dar. Der Atto 2 hat gute Chancen, einen großen Teil des umkämpften SUV-Marktes im B-Segment zu erobern, da er viel moderne Technologie, Praktikabilität und einen attraktiven Preis bietet. Mit mittlerweile 9 verfügbaren Modellen, darunter 8 BEVs und einem Plug-in-Hybrid, baut BYD eine bedeutende Präsenz in der europäischen Elektrofahrzeuglandschaft auf. Der Atto 2 betritt aber einen überfüllten Markt und konkurriert mit etablierten Fahrzeugen wie dem Peugeot e2008, dem Citroën EC3, dem Opel Mokka E, dem Fiat 600e, dem Kia Niro EV und dem kommenden Renault R4. Das europäische Sortiment von BYD umfasst also aktuell den Atto 2, den Sea-Line 7, den Atto 3, den Dolphin, den Hahn, den Seal, den Seal U, den Tang und den Seal U DMI PHEV. Das Unternehmen hat seine Modelle außerdem für den europäischen Markt umbenannt. Der Seal U entspricht dem Song Plus EV, der Seal U DMI dem Song Plus DMI und der Sea-Line 7 dem Sea-Lion 07. Mit schlanken Scheinwerfern und klaren Linien soll der Atto 2 trotz der SUV-Form dynamisch wirken. Bei anderen Aspekten betont BYD jedoch die Kastenform, etwa bei den kurzen Überhängen oder den hervorgehobenen Schwellern. Das Heck des BYD Atto 2 wird dominiert von den Rückleuchten, deren Signatur an traditionelle chinesische Knoten erinnern soll. Die Leuchten werden verbunden durch ein dünnes Leuchtband, während der obere Teil des Hecks ein Dachkantenspoiler den Blick auf sich zieht. Hiking Green, Skiing White, Cosmos Black und Climbing Grey sind die verfügbaren Lackierungen. Nicht besonders individuell ist die Optik des Atto 2 ausgefallen, sieht er doch wenig markant, sondern wie die Masse der SUVs in diesem Segment aus. Und dass das Design der Smart #One Pate gestanden haben könnte, liegt auf der Hand. Dem deutsch-chinesischen Kontrahenten mit größerer Batterie und besserer Ladeleistung sieht der BYD jedenfalls ziemlich ähnlich. Im Innenraum ist nichts, was wir nicht schon einmal gesehen hätten. Ein großer Infotainment-Bildschirm in der Mitte dominiert das minimalistische Cockpit, in dem ansonsten nur noch die eckige digitale Instrumentenanzeige auffällt. Tasten und Knöpfe finden sich noch am Lenkrad, den Türinnenseiten und auf der Mittelkonsole neben dem Ganghebel. Der Rest des Innenraums dient vor allem als Ablageflächen. So finden sich 2 Getränkehalter im Zentrum und Stauflächen unter der mittleren Armlehne. Mit seinem Stauraum dürfte der BYD Atto 2 für den städtischen Alltag mehr als ausreichen. Der Kofferraum fasst 400 bzw. 1340 Liter bei umgeklappter Rückbank. Obwohl übrigens genug ungefüllter Raum unter der Fronthaube zur Verfügung stünde, hat BYD sich nicht die Mühe gemacht, einen Frunk für Kleinkram und Ladekabel in die Lücke zu konstruieren. Es gibt zum Beispiel auch keine Lenkradpedals zur Aktivierung der Rekuperationsintensität. Der BYD Atto 2 ist 4,31 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,67 Meter hoch bei einem Radstand von 2,62 Meter. Der Atto 2 verfügt über einen vorne montierten Elektromotor mit einer Leistung von 130 kW oder 174 PS und einem Drehmoment von 290 Newtonmeter. Damit beschleunigt das SUV in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Der Atto 2 nutzt die Blade-Batterie von BYD mit einer Kapazität von 45,12 Kilowattstunden. Diese Batterie ist in die Fahrzeugstruktur integriert und trägt sowohl zur Sicherheit als auch zur Gesamteffizienz bei. Der Atto 2 bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von 312 km und eine Stadtreichweite von angeblich 463 km. Das Schnellladen ist wohl der Bereich, bei dem es dem Atto 2 am ehesten mangelt. Es unterstützt DC-Schnellladen mit bis zu 65 kW und laut BYD dauert es 37 Minuten, um den Akku von 10 auf 80% aufzuladen. Eine vollständige Aufladung zu Hause dauert dank des integrierten 11 kW Ladegeräts etwa 5,5 Stunden. Eine Vorkonditionierung der Batterie für schnelles Laden an DC-Säulen hat der Atto 2 leider nicht, laut BYD brauche er sie aber auch nicht. Die Atto 2 Basisversion Active startet bei 29.990 €, die höhere Ausstattungsversion Boost ist für 31.990 € erhältlich.
Letztere erweitert die sehr lange Liste der Serienausstattung um eine 360-Grad-Kamera, Parksensoren vorn, elektrische Außenspiegel, ein beheiztes Lenkrad und ein größeres 12,8 Zoll Display. Zum Vergleich, der Dolphin kostet laut Listenpreis 32.990 €, je nach Ausstattungslinie ist der Atto 2 also nur 1.000 oder höchstens 3.000 € billiger als der Dolphin, also bedeutet 100 Kilometer weniger Reichweite für fast gleich viel Geld? Was haltet ihr vom BYD Atto 2? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!